wuselige Koatis, kletternde Ameisenbären, verträumte Tapire, hungrige Wildschweine. Willkommen im Corcovado Nationalpark. Der Corcovado Nationalpark liegt im westlichen Teil der Osa Peninsula im Südwesten Costa Ricas. Das Gebiet umfasst rund 42.000 Hektar Land und wurde im Jahr 1975 zum Nationalpark erklärt. 2,5% des weltweiten Artenvorkommens leben im Corcovado, wodurch er einer der biologisch wichtigsten Orte dieser Erde ist. 6.000 Insektenarten, 500 Baumsorten, 117 Arten von Amphibien und Reptilien, 40 Süßwasserfischarten und 140 Arten von Säugetieren leben in 13 verschiedenen Ökosystemen des Corcovado Nationalparks. Sehr interessante Bewohner des Waldes sind die Blattschneiderameisen. Sie transportieren Blätter von umliegenden Bäumen in ihr Nest, um dort Pilze zu züchten. Diese dienen den Ameisen als energiereiche Nahrungsquelle. Jedes angelieferte Blatt wird hierbei von einer Kontrollameise begutachtet. Ungeeignete Blätter werden aussortiert. Neben dem Curaçao beherbergt der Nationalpark rund 367 Vogelarten, wie diesen Haubenkauz, welche eine durchschnittliche Größe von bis zu 40 cm erreichen können und nachtaktiv sind. Tukane und die seltenen roten Aras kann man in den Bäumen entdecken. Die geselligen Aras trifft man meist zu zweit oder in Gruppen an. Sie wären bis zu 85 cm groß und 1000 Gramm schwer. Samen und Früchte sowie Mangos zählen zu ihrer Hauptnahrung. Auch Nüsse werden gern gefressen. Mit ihren starken Schnäbeln können sie die Nüsse mühelos öffnen. Die Jungtiere dieser Vögel bleiben auch mit Erreichen der Selbstständigkeit weiter in ihrem Familienverband. Dieser kann bis zu 50 Alt- und Jungtiere umfassen. Wenn man einem einzelnen Weißnasenbär begegnet, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Männchen, da diese gern als Einzelgänger unterwegs sind. In den Gewässern Corcovados sollte man stets achtsam hinschauen. Jede noch so kleine Wasserstelle wird gerne von Kaimanen bewohnt. Kaimane sind eine Untergruppe der Alligatoren. Es gibt 3 verschiedene Arten und lediglich der Krokodilkaiman, eine Gattung der echten Kaimane, lebt in Costa Rica.
Dieser Weißnasenbär ist vermutlich gerade erwacht oder beherbergt Jungtiere, denn zu diesen Zwecken ziehen sich die Kleinbären auf die Bäume zurück. Ansonsten findet man sie überwiegend auf dem Boden. Der verhältnismäßig sehr lange Schwanz ist beim Klettern eine gute Hilfe. Weißnasenbären, oder hier eben auch Koatis genannt, gehören zu der Familie der Kleinbären. Die bis zu 63 cm langen Tiere sind Allesfresser, aber fressen neben Früchten und Insekten auch sehr gerne Krebse. Männliche Jungtiere werden mit rund 2 Jahren geschlechtsreif und im Zuge dessen aus ihrer Gruppe vertrieben. So trifft man die Männchen, wie eben gesehen, häufig alleine an, wohingegen die Weibchen eine Gruppe bilden. Koatis können bis zu 15 Jahre alt werden. Pekaris. Der Name Pekari stammt von den Tupi-Indianern und bedeutet etwa so viel wie Tier, das viele Wege durch den Wald macht. Der Name kommt von den Trampelpfaden der Schweine, denn sie gehen auf ihrer Suche nach Nahrung oft denselben Weg und so entstehen im Laufe der Zeit ausgetretene Trampelpfade im Dickicht. Pekaris ähneln in ihrer Gestalt kleinen Wildschweinen. Diese Tiere hier gehören zur Unterart der Halsbandpekaris und können bis zu 25 Jahre alt werden. Ziemlich gut versteckt hat sich dieser Tapir. Aufgrund seiner dicken und zähen Haut macht ihm das dichte Gestrüpp jedoch nichts aus. Man geht davon aus, dass Tapire bereits vor 50 Millionen Jahren durch die Urwälder streiften und sich bis heute optisch kaum verändert haben. Auffällig ist ihre bewegliche Nase, mit welcher sie sogar giftige von ungiftigen Pflanzen unterscheiden können.
Aus diesen Raupen entstehen alsbald traumhaft bunte Schmetterlinge, von denen es im Corcovado Nationalpark wirklich viele gibt. 55 verschiedene Fledermausarten findet man ebenfalls hier. Insgesamt 4 Affenarten leben in Costa Rica. Brüllaffen, welche man über mehrere Kilometer hinweg hören kann und sogleich die häufigste Affenart ist, Weißschulter-Kapuzineraffen, Totenkopfaffen und Klammeraffen, welche durch ihre langen Gliedmaßen auffallen und der Schwanz ein wichtiges Mittel zur Fortbewegung ist. Auf Nahrungssuche befindet sich dieser Ameisenbär. Damit er dabei nicht vom Baum fällt, nutzt er den Schwanz als Stütze. Auf seinem Speiseplan stehen neben Ameisen auch Termiten, welche an der klebrigen, langen Zunge des Ameisenbären haften bleiben. Und während die einen bereits schlafen gehen, werden die anderen Tiere munter, hier im Corcovado Nationalpark.